Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu TUC Persönlich, dem Universitätspodcast, in dem wir Forscherinnen und Forscher von ihrer persönlichen Seite vorstellen. Mein Name ist Matthias Feesch und bei mir ist heute Frau Prof. Dr. Marleen Arnold. Frau Arnold ist seit 1. April Professorin für BWL, insbesondere betriebliche Umweltökonomie, und hat zuvor wissenschaftliche Stationen in Oldenburg, Münster und München absolviert. Frau Arnold, herzlich willkommen und schön, dass Sie unser Gast sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, meistens ist es ja so, dass man sein Studienfach je nach Interesse oder persönlichen Vorlieben wählt. Kann man also sagen, dass Ihr Fach das Beste der Welt ist? Und wenn ja, warum? Selbstverständlich ist mein Fach eines der besten Fächer der Welt. Die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit ist für mich in der heutigen Welt mit all den verschiedenen und wichtigen Herausforderungen ganz zentral. Neben fachspezifischen Vertiefungen brauchen wir eben auch eine verstärkte Vernetzung der Fachbereiche und eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ich versuche den Studierenden gerade diese Komplexität und die Vielfältigkeit betrieblicher Umweltökonomie und das auch des Nachhaltigkeitsmanagements näher zu bringen und auch systemische Verständnisse und Zusammenhänge aufzuzeigen. Ja, Sie haben gerade den Punkt Nachhaltigkeit angesprochen, ein ja auch aktuell gesellschaftlich sehr relevanter Aspekt. Würden Sie sagen, dass darin die Besonderheit Ihres Faches liegt oder ist es eher der besondere Zugang von Ihnen zu dem Fach? Die Vielfältigkeit des Faches begeistert mich sehr und das ist für mich auch der besondere Zugang, weil Nachhaltigkeitsthemen ganz verschiedene Aspekte, theoretische Zugänge oder auch praktische Notwendigkeiten thematisieren. Eben neben ökonomischen Fragestellungen stets auch sozialwissenschaftliche, naturwissenschaftliche oder auch psychologische Themen zu berücksichtigen sind und gerade diese Interdisziplinarität, das Arbeiten mit den verschiedenen Akteuren aus Wirtschaft, Verwaltung, mit den Studierenden zusammen, das so bereichernd und auch gerade spannend ausgestaltet. Und ich freue mich immer, wenn die Studierenden einen Zugang zu den Nachhaltigkeitsthemen bekommen, den sie vielleicht vorher noch nicht hatten, weil Nachhaltigkeit leider Gottes aus meiner Sicht zumindest immer noch nicht Mainstream heutzutage ist. Und ich präferiere auch ganz besonders systemisch-evolutionäre Sichtweisen, um jetzt mal ein bisschen wieder die Theorie ins Boot reinzuholen, gerade weil sozialökonomische Systeme nicht linear verlaufen, wie es eben in anderen wissenschaftlichen Zugängen ist oder Naturwissenschaften häufig der Fall ist und wir ein Verständnis von weniger linear-kausalen Zusammenhängen brauchen, um so eben auch ökologische Zerstörungen stärker zu vermeiden und soziale Herausforderungen besser zu meistern. Und es gibt eben auch vielfältige Zusammenhänge oder Rückkopplungseffekte, die zu berücksichtigen sind, die häufig nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, auch wenig trivial und dort näher hingeschaut werden sollte, um im Prinzip eine nachhaltige Entwicklung einer Gesellschaft auch garantieren zu können. Ja, wenn man Sie so reden hört, dann merkt man natürlich die Begeisterung und spürt die Faszination für das eigene Fach. Vielleicht können Sie es ja gar nicht mehr vorstellen, wenn Sie nicht Professorin geworden wären. Aber hatten Sie mal einen anderen Berufswunsch? Ganz klar, in chronologischer Reihenfolge. Prinzessin, Modedesignerin, Försterin, Floristin, also irgendwas mit Umwelt. Nee, aber eigentlich wollte ich schon als Jugendliche Professorin werden. Ja, Frau Arnold, dann ist es ja umso schöner, dass es mit der Professur hier an der TU Chemnitz geklappt hat. Apropos, Sie sind ja jetzt seit diesem Sommersemester hier in Chemnitz. Wie erleben Sie eigentlich Ihr Ankommen? Sehr gut. Ich wurde wirklich sehr herzlich aufgenommen und auch gleich in verschiedene Projekte eingebunden. Ich habe vielseitige Unterstützung erhalten und ich erlebe auch die Studierenden als sehr interessiert und engagiert. Haben Sie denn schon einen Lieblingsort in Chemnitz gefunden? Ich mag Esskultur Campus bei uns beim Büro ums Eck sehr gerne und auch der Schlossteich ist für mich pure Erholung. Noch eine Frage zum Abschluss. Sie haben sehr ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen Tipp mitgeben, wie Sie Ihr Leben nachhaltiger gestalten können? Das hängt davon ab, was Sie für ein Typ sind. Sind Sie ein effizienter Typ oder eine effiziente Typin, eine suffiziente Typin oder Typ oder ein eher konsistenter Typin? Soll heißen, Nachhaltigkeit ist wirklich sehr vielfältig. Einfache Dinge können wirklich sein, Kaffeebecher, also Coffee-to-go-Becher vermeiden, einen eigenen Becher mitnehmen, vielleicht auf den Ökostrom auch umstellen, sich gesellschaftlich engagieren, also soziales Engagement zeigen. Es geht darum, auch Plastiktüten zu vermeiden. Das sind so kleine Anregungen, die man im Alltag relativ einfach auch umsetzen kann. Und ansonsten einfach das Leben genießen, ohne in Übermaß zu leben. Ja, ich habe das Gespräch mit Ihnen auch sehr genossen und bin froh, dass Sie es nicht vermieden haben, hier in die Sendung zu kommen. Und freue mich, dass Sie unser Gast waren. Ihnen alles Gute beim Ankommen. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein konnte.